Hallo Freunde, willkommen in einer neuen Ausgabe der Schlachtnacht. Unser nächster Kandidat ist ein allseits beliebtes, wahrscheinlich einer der beliebtesten Modellautos überhaupt auf dieser Welt. Nämlich der Mercedes 300 SL Gullwing von Burago. Das ist wahrscheinlich, also ich kenne fast gar keiner, der das Modellauto nicht schon mal besessen hatte oder immer noch hat. Und Ersatzteile, also restaurationsmäßig ist er super leicht. Also man kann ihn gut restaurieren, man kann ihn gut umbauen, man kann ihn gut tunen. Man kann eigentlich alles gut machen mit dem Modell. Gut, Burago hat ihn jetzt nicht perfekt umgesetzt. Es fehlt der Spiegel, es fehlen die Scheinwischer. Und ja, ich finde auch die Proportionen sind auch nicht super gut getroffen. Aber mein Gott, wir haben ein Modellauto in der Preisklasse zwischen 1 Euro und 20 Euro mit Originalverpackung und Sondermodell mit Mille Miglia Aufklebern und so, ist das eigentlich ein Top-Modell. Man kann hier alles öffnen, Motorhaube, Türen und Kofferraumdecke. Er kommt meistens jetzt bei mir auf den Schrott, weil die Motorhaube abbrechen, weil die kleinen Pinne hier, da und da seht ihr diese hier, die Scharniere, die brechen in letzter Zeit sehr schnell ab. Und dieses Problem ist ein auch allseits bekanntes Problem, dass die Motorhaube nicht richtig schließt. Das kommt hin und wieder mal vor. Das liegt auf einem ganz einfachen Grund. Man kann hier entweder die Verkleidung vom Motor einfach wieder reindrücken oder einfach wieder reinhebeln. Aber vorsichtig, hier sieht man das auch schon. Da hat wahrscheinlich der Vorbesitzer es versucht reinzuhebeln. Aber es ist leider vom Alter von dem Modellauto leider schon gerissen, also porös geworden. Guck mal, normalerweise ist das nur ein Klick. Jetzt ist das eher ein Fickelarbeit. Ich hätte jetzt was anderes gesagt, aber ich weiß, es gucken auch Kinder, Jugendliche zu, also deswegen sage ich das nicht. Wie gesagt, teilemäßig ist er sehr beliebt. Also kompletter Fahrwerk mit Motor und Innenausstattung, das geht als Ganzes in den Verkauf. Und Karosserieteile sind auch immer gefragt. Der ist leider schon ein bisschen gebraucht. Und viele Modelle haben hier diese Lackschäden. Das ist nicht schlimm. Es ist zwar nicht schön, es ist aber nicht schlimm. Das kommt von hiervon. Von Aufklappen der Türe. Weil hier kommt die Türe nämlich an diese Mittelstrebe dran. Und das verursacht den Lackschaden. Also es ist nicht schlimm. Man kann damit leben, muss man aber nicht. Wenn man darauf achtet, zum Beispiel, dass wir die Türen immer nur so machen oder so, dann klappt das schon. Aber ganz ehrlich, nur so bleiben die stehen. So, das fangen wir auch mal an zu zerlegen. Ja, das ist wahrscheinlich einer der beliebtesten Modellautos überhaupt. Ich habe den schon in unzähligen Serien, Sitcoms und TV-Produktionen gesehen. Wenn ich Modellautos-Sammlungen aufkaufe, da sind grundsätzlich immer welche dabei und Farben gibt es auch alle. Ich glaube, es gibt mehr Farben als eigentlich in Wirklichkeit gab. Also Burago hat da eigentlich sich da viel dazu gedichtet wahrscheinlich. Also ich habe noch nie einen braun metalligen gesehen. Weiß, ja, rot, ja, blau, ja, schwarz, ja, silber sowieso. Die Farben habe ich alle schon mal gesehen. Aber braun? Auch sehr problematisch die Stoßstangen. Die vorderen und die hinteren Stoßstangen, die brechen auch zu Millionen ab. Und auch der Chrom wird schlecht. Ihr müsst euch überlegen, vorstellen, das Modellauto ist jetzt fast 40 Jahre alt. Ne? Und die meisten sind halt leider nicht pflegsam gepflegt worden halt. Ne? Weil es halt ein günstiges Modellauto ist. Und kein High-End. Alternativmodelle habt ihr von Kyosho. Mini-Champs. Wen habt ihr noch? Dann Otto hat den AMG rausgebracht. Und wen gibt es noch? So, das wird erst als Ganzes verkauft.
Wobei der hier jetzt ein bisschen beschädigt ist, muss ich mal gleich gucken, ob ich den als B-Ware reklamiere oder deklariere. Auch schön hier mit zur öffnenden Klappe. Die Sitze gibt es auch in Rot, in Braun und in Beige. Der Motor ist jetzt nicht wirklich der Burner, aber man kann viel rausholen. Also man kann ein bisschen Zeit und Geld reinstecken und man kann aus diesem langweiligen 0815 Modellauto richtig viel rausholen. Also ich habe schon Wahnsinns-Umbauten gesehen von diesem Modell oder Veredelungen. Da denkt man, man hat ein Autoart, dabei war es eigentlich ursprünglich ein Burago. Und das Schöne halt auch, wo ein Rücklicht fehlt. Das Schöne ist halt, man kann halt auch nicht viel falsch machen bei dem Modell, ne? Das ist das Schöne. So. 6 Minuten. Normalerweise wäre ich viel schneller bei dem Modell. Die habe ich auch schon zu Tausenden zerlegt, den 300er Fell. Aber ich denke mal, ich werde die Rocco Rosse noch eine Chance geben. Normalerweise knall ich die immer direkt in die Schrottpresse, weil Burago Rocco Rossen sind natürlich nicht der gefragteste überhaupt. Aber hier sind die ganzen Karosserieteile noch intakt. Er hat auch keine gravierenden Lackschäden, bis auf die Standard hier und hier eine matte Stelle, aber das kann man wegpolieren. Und daher denke ich mal, gebe ich dieser Rocco Rosse noch eine Chance, von euch gerettet zu werden. Ansonsten geht die irgendwann mal in die Schrottpresse. Hier ist so ein kleiner Lackschaden. Aber sonst im Großen und Ganzen noch in gutem Zustand. Ja, das war's von der Mercedes 300 SL von Burago. Ja, ne, ich sehe auch hier. Hier ist auch ein fetter Lackschaden drüber gepinselt. Tja, das war's für die Rocco Rosse. Jetzt geht die wirklich in die Schrottpresse. Ich wollte dich retten, aber du hast mir ja keine Chance gegeben. Jetzt hat sich das leider ein bisschen gehäuft. Hier ein übergepinselter Lackschaden, hier ein Lackschaden, hier ein kleiner Lackschaden, hier eine matte Stelle. Das war's. Tja, ich hab's versucht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Video Nummer 2. Ich weiß zwar jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ihr jetzt meine Videos guckt. Daher sage ich jetzt mal Video Nummer 2. Könnte auch für euch Nummer 1 sein, oder 3, oder 4, oder 10, oder 100. Ja, so, das war's. Weiter geht's. Es warten noch 3 Modelle auf euch. Ciao, Freunde.